Detroit, die größte Stadt im Staat Michigan im mittleren Westen der USA. Eine Stadt mit Geschichte, Ecken, Kanten und einem Flughafen, der genau das widerspiegelt. Mit dem Coleman A. Young International Airport, bekannt unter dem ICAO-Code Kilo Delta Echo Tango, bringt OrbX in Zusammenarbeit mit dem Indie-Developer Massimiliano Ardante einen innerstädtischen Airport in den Microsoft Flight Simulator, der mehr ist als nur Start- und Landebahn. Hier geht es nicht um Langstrecke oder Massenabfertigung, sondern um Urban Aviation, um Nähe zur Stadt und um Geschichte. Wir schauen uns in diesem Video an, wie gut der kostenpflichtige Zusatzinhalt umgesetzt wurde, wo die Stärken liegen, wie es um Details, Performance und Atmosphäre steht und ob sich der Airport als Add-on wirklich lohnt oder eher nur etwas für Liebhaber ist. Und damit hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Mein Name ist Andi, schön, dass du da bist. Vielen Dank an dieser Stelle an OrbX, die mir den Inhalt kostenlos zur Verfügung gestellt haben und mir so die Möglichkeit geben, euch einen neutralen Einblick zu ermöglichen. Bevor wir gleich in den Vergleich gehen, schauen wir uns zuerst an, wie sich der Coleman A. Young International Airport im Microsoft Flight Simulator 2024 ganz ohne Add-on präsentiert. Wir befinden uns hier auf einem innerstädtischen Flughafen auf der East Side von Detroit. Und genau dieses innerstädtisch ist bereits der erste wichtige Punkt. Der Airport war nie einfach nur ein weiterer Flugplatz, sondern über viele Jahre ein fester Bestandteil der Stadt selbst. Historisch gesehen war er ab den späten 1920er Jahren sogar der wichtigste Flughafen Detroits, lange bevor der heutige Großflughafen außerhalb der Stadt, der Detroit Metropolitan Wayne County Airport, diese Rolle übernommen hat. Mit dieser Verlagerung änderte sich auch der Charakter. Weg vom kommerziellen Linienverkehr hin zur allgemeinen Luftfahrt, zu Business- und Privatflügen. Detroit selbst trägt nicht umsonst den Beinamen Motor City. Die Stadt ist industriell geprägt wie kaum eine andere, vor allem durch die Automobilindustrie. Marken wie die Ford Motor Company, General Motors und Chrysler haben Detroit über Jahrzehnte wirtschaftlich, architektonisch und gesellschaftlich geformt. Der Aufstieg dieser Industrie brachte Wohlstand und Wachstum, ihr späterer Niedergang führte jedoch auch zu massiven Einschnitten, Strukturwandel und Abwanderung. Diese Gegensätze spürt man bis heute. Detroit ist roh, ehrlich und urban und genau das spiegelt sich auch im Airport wider. Er ist funktional, mitten in der Stadt gelegen, kein moderner Hightech, aber mit klarer Identität. Der heutige Name des Flughafens ist dabei alles andere als Zufall. Er ist benannt nach Coleman Alexander Young, einem ehemaligen Bürgermeister Detroits. Young führte die Stadt von 1974 bis 1994 durch eine ihrer schwierigsten Phasen. Er war unbequem, direkt und oft umstritten, aber für viele Menschen ein Symbol dafür, dass Detroit für sich selbst einsteht. Dass ausgerechnet dieser innerstädtische Flughafen seinen Namen trägt, ist ein klares Statement. Er steht nicht für Hochglanz oder Fernverkehr, sondern für die Stadt, für Urban Aviation und für Geschichte. Im Standard Microsoft Flight Simulator sehen wir davon allerdings nur einen sehr reduzierten Ausschnitt. Der Airport ist funktional vorhanden, Layout und Bahnen stimmen, aber Atmosphäre, Details und Identität bleiben stark vereinfacht. Und genau das ist unsere Ausgangslage. Denn jetzt schauen wir uns an, was passiert, wenn der Indie-Entwickler Massimiliano Ardante diesem Ort genau diese Identität zurückgibt. Wir bleiben für den Vergleich bewusst in exakt derselben Situation. Gleiche Uhrzeit, gleiche Wetterlage, vergleichbare Kamerapositionen, damit wir wirklich sehen, was das Add-on verändert und nicht die Beleuchtung oder das Live-Wetter. Und schon beim ersten Blick fällt auf, dass hier fühlt sich wie ein echter Ort an und nicht mehr wie ein generischer Simflugplatz. Vorher hatten wir eine funktionale Basis, Start- und Landebahn, Taxiways, alles da, aber sehr neutral. Gebäude wirkten generisch, die Umgebung austauschbar und der Airport könnte so auch irgendwo anders stehen. Mit dem Add-on bekommt dieser Ort plötzlich Charakter. Die Terminals sind individuell modelliert, die Texturen wirken deutlich schärfer und vor allem erkennt man, das hier ist ein innerstädtischer Airport. Gebäude, Hangars, Infrastruktur, alles wirkt dichter, realistischer und glaubwürdiger.
Vorher war hier vor allem Fläche. Jetzt sehen wir Strukturen, Details, individuelle Assets, Dinge, die dem Platz Identität geben. Besonders interessant ist auch das alte Executive Terminal und die Chrysler Facility, die mit eigenen Modellen umgesetzt sind. Das sind genau die Elemente, die diesen Flughafen von einem generischen GA-Strip zu einem echten urbanen City Airport machen. Auch die Beleuchtung spielt eine große Rolle. Bei Nacht wirkt er jetzt deutlich atmosphärischer. Rollwege, allgemein die Ausleuchtung, die Gebäude, das Ganze fühlt sich jetzt lebendig an, nicht wie eine flache Texturkulisse. Und genau hier wird der Unterschied zwischen vorher und nachher klar. Der Standard Microsoft Flight Simulator liefert die Funktionen, der Zusatzinhalt, die Geschichte, die Atmosphäre und die visuelle Identität dieses Ortes. Und genau das ist für mich der Punkt, an dem ein Add-on interessant wird. Nicht, weil es nur schärfere Texturen bietet, sondern weil es einen Flughafen zu einem Ort macht, den man bewusst anfliegt. Klären wir noch ein paar praktische Fragen, beispielsweise, wo bekommt man diesen Airport, auf welchen Plattformen läuft er und wie aufwendig ist die Installation. Fangen wir mit der Plattform an. Der Coleman A. Young International Airport von OrbX ist aktuell für den Microsoft Flight Simulator auf dem PC verfügbar und funktioniert im 2020er sowie im 2024er. Für Xbox und PlayStation gibt es zum jetzigen Zeitpunkt keine Version dieses Add-ons. Das bedeutet, wenn ihr auf Konsole unterwegs seid, müsst ihr hier leider passen, zumindest vorerst. Erhältlich ist der Airport über OrbX, konkret über OrbX Central. Der Preis liegt bei knapp 14 € und der Installationsprozess ist dabei angenehm unkompliziert. Man geht über die App OrbX Central, meldet sich dort an, kauft das Add-on und kann es direkt installieren. Der Download liegt bei ca. 1,23 GB, installiert benötigt der Airport ca. 2,77 GB Speicherplatz. Nach der Installation über die App steht der Inhalt sofort im Simulator zur Verfügung. Keine manuelle Nacharbeit, keine zusätzlichen Schritte, keine Themen im Community-Ordner. Über die InSim-Bibliothek kann man den Inhalt bei Bedarf jederzeit unkompliziert im 2024er deaktivieren und über OrbX Central wieder deinstallieren. Kurz gesagt, Stand jetzt PC-only, fairer Preis, einfache Installation und damit sind alle Grundlagen geklärt. Kommen wir somit zum Fazit und damit zur entscheidenden Frage. Lohnt sich der Coleman A. Young International Airport oder nicht? Wir sehen hier keinen spektakulären Mega-Airport mit endlosen Terminals. Stattdessen bekommen wir einen ehrlichen, urbanen City-Airport, der genau weiß, was er sein will und das auch konsequent umsetzt. Er lebt von seiner Atmosphäre, von seiner Nähe zur Stadt, dem Detroit River, den großen Seen und von seiner Geschichte. Im Vergleich zum Standard Microsoft Flight Simulator Airport gewinnt er massiv an Identität. Er fühlt sich nicht mehr generisch an, sondern wie ein realer Ort, den man bewusst anfliegt und nicht nur zufällig auswählt. Selbst wenn man wie hier markante Punkte beispielsweise auf Google Maps ansteuert und vergleicht, überzeugt die Umsetzung. Für wen lohnt sich dieses Add-on also? Wenn ihr gerne GA fliegt, Platzrunden dreht, kurze VFR-Hops macht oder Business-Jets in ein urbanes Umfeld bringt, dann ist der Airport eine richtig gute Ergänzung. Ein Helipad steht ebenfalls zur Verfügung. Auch für alle, die Wert auf Storytelling, Immersion und glaubwürdige Umgebungen legen, spielt dieser Airport klar seine Stärken aus. Und für wen lohnt sich das Add-on eher nicht? Wenn ihr beispielsweise ausschließlich Airliner fliegt, Langstrecke bevorzugt oder große internationale Hubs sucht, dann wird euch dieser Airport weniger Mehrwert bieten. Was sehr schade ist, ist der Punkt, dass User auf Konsole aktuell leider komplett außen vor bleiben. Das Add-on ist, Stand jetzt, PC-only. Unterm Strich bleibt also, der Coleman A. Young International Airport ist kein Flughafen für jeden. Aber für die richtige Zielgruppe ein sehr stimmiges Add-on. Wer Urban Aviation mag und Detroit nicht nur über große Namen, sondern über Atmosphäre erleben will, bekommt hier genau das. Wie gefällt euch der Airport vom Indie-Developer Massimiliano Ardante? Schreibt es mir gerne, genau wie eure Fragen und Ergänzungen, in die Kommentare unter dieses Video. Lasst zur Unterstützung dieses Kanals bitte wie immer Däumchen und Abo da und aktiviert die Glocke, damit ihr keine zukünftigen Inhalte verpasst. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen, wünsche eine gute Zeit und bin raus. Schön, dass du da bist. Andiana TV, wir heben ab.
Ready for Pushback, ready for Flight. MSFS Stream, wir sind live on site. Crew ist im Chat, die Stimmung ist Pro. Wir starten gleich durch, also gebt mir ein Go. Sonnenaufgang im Cockpit, die Triebwerke brennen, die Checklist.